Die parametrische Modellierung kommt im Rahmen einer Konfiguration immer dann zum Einsatz, wenn wir nicht nur auf statische Konstruktionsdaten zurückgreifen wollen, sondern für die Konfiguration numerische Eingabefreiheit brauchen. Wir sehen das hier an dem Roboterarm mit dem Vakuumsauggreifer, der jetzt als Endeffektor eingestellt wurde. Und ein Parameter ist die Traversenbreite. Die ist jetzt auf 200 eingestellt, Millimeter. Und wenn ich auf 333 einstelle, dann sehen wir, dass die visuelle Repräsentanz so geändert wurde, dass sie den 333 Millimetern entspricht. Und das gilt auch für jeden anderen numerischen Wert, den ich eingebe. Das heißt, hier können nicht mehr für jeden beliebigen Wert, den man einträgt, vordefinierte statische Konstruktionsdaten vorbereitet worden sein, sondern hier muss die Konfiguration und die Visualisierung der Konfiguration muss live reagieren auf die Eingabe. Ich zeige mal ein komplexeres Beispiel anhand einer dynamischen Kupplung. Diese komplette Kupplung ist parametrisch modelliert. Da ist nicht eine statische Konstruktionsgeometrie enthalten, sondern alles wird nach einem großen Generierrezept, wenn man so will, wird on the fly erzeugt. Wenn ich also auf den Zahnkranz gehe und nur 4 Zähne im orangenen mittleren Zahnkranz einstelle, dann werden auch nur 4 erzeugt. Gleiches bei 10. Und hätte unser Eingaberaum jetzt 16 vorgesehen, hätten wir auch 16 angezeigt bekommen, denn die Erzeugungsregel ist ja parametrisch prozedural hinterlegt. Wir können zum Beispiel den Durchmesser an diesem Produkt verändern in eine stärkere Version. Dafür würden wir vielleicht an der Achse den Achsdurchmesser noch erhöhen müssen, um den Kräften gerecht zu werden, die vielleicht für diesen Durchmesser relevant sind. Aber nicht nur geometrisch relevante Informationen können wir parametrisch nutzen, sondern zum Beispiel auch die Darstellungsart. Hier haben wir den Explosionsabstand parametrisch ermöglicht und bei 0 zeigt man das Produkt so, wie der Auslieferzustand wäre, so wie die größte Kraftübertragung einer Kupplung zu erwarten wäre. Wenn wir aber innen reinsehen wollen, nehmen wir als Parameter die 125 und sehen dann ein gestrecktes Teil bzw. ein zerlegtes Teil, sodass wir auch die innenliegenden Teile dargestellt bekommen. Diese Mächtigkeit und Eingabefreiheit und Flexibilität ist genau, was man häufig in den Konfigurationen benötigt und dafür kommt die parametrische Modellierung zum Einsatz.